Willkommen zu diesem Video über schwarze Löcher. In den nächsten Minuten werdet ihr alles lernen, was ihr wissen müsst, um so richtig mitreden zu können. Nicht mehr und nicht weniger. Viel Spaß! Wir beginnen mit einer kurzen Hinführung. Nämlich schauen wir uns den Gedankengang von John Michell an. Dieser war Professor an der Uni Cambridge und äußerte im Jahre 1783, das war lange bevor sonst irgendjemand über schwarze Löcher geredet hat, einen sehr interessanten Gedanken. Sein Gedankengang ging von dem Fakt aus, dass jeder Himmelskörper eine gewisse Fluchtgeschwindigkeit hat. Diese Fluchtgeschwindigkeit muss überschritten werden, um den Himmelskörper zu verlassen. Will also eine Kanonenkugel von der Erde entfliehen, muss sie eine Geschwindigkeit von 11 Kilometern pro Sekunde erreichen. Das ist die Fluchtgeschwindigkeit unserer Erde. Und je höher die Masse eines Himmelskörpers ist, desto höher ist auch die Fluchtgeschwindigkeit und desto schneller muss ein Objekt sein, um diesen Himmelskörper eben verlassen zu können. Ja, das wird oft mit Kanonenkugeln dargestellt, wie auch hier. Die erste Kanonenkugel war viel zu langsam. Wir müssen also die zweite ein bisschen schneller abschießen. Diese Kanonenkugel war schneller als 11 Kilometer pro Sekunde und konnte somit die Erde vollständig kreisförmig verlassen. Und dieser Gedankengang wurde von John Michell übertragen auf Sterne. Er hat sich gefragt, was passiert bei Sternen, die so schwer sind, dass ihre Fluchtgeschwindigkeit höher ist als die Lichtgeschwindigkeit. Ja, bei diesen Sternen wird es dazu kommen, dass ihr Licht nicht von ihnen entkommen könnte und einfach wieder zurückgeworfen würde. Das wird eben auch dazu führen, dass das Licht von niemandem gesehen werden kann. Es kann den Stern nicht verlassen, um zu irgendeinem Beobachter zu gelangen. Also könnte niemand dieses Licht sehen, der Stern wäre für jeden Beobachter unsichtbar. Diese Idee hat John Michell dunkle Sterne getauft. Und damit war er gar nicht so weit entfernt von der Vorstellung von schwarzen Löchern, die wir heute haben und die auch bewiesen wurde. Legen wir los mit der Entstehung schwarzer Löcher. Erstmal vorab sollten wir wissen, dass theoretisch aus jedem einzelnen Objekt, das existiert, ein schwarzes Loch gebildet werden könnte. Die Voraussetzung ist, es muss größer sein als ein Salzkorn und es muss einfach stark genug komprimiert werden. Also könnte man theoretisch auch aus einem Tennisball ein schwarzes Loch entstehen lassen oder eben auch aus unserer Erde. Dafür müssten wir ihren Durchmesser, der normalerweise 12.700 Kilometer beträgt, auf 1,8 Zentimeter schrumpfen. Dann wäre die Erde vergleichbar mit der Größe einer Erdnuss. Ja. Dafür müssten wirklich unvorstellbare Kräfte herrschen. Und mit solchen Kräften haben wir es hier im Bereich der Erde einfach nicht zu tun. Wo solche Kräfte aber herrschen, das ist in Sternen, besonders in sehr schweren und großen Sternen. Stellare schwarze Löcher nämlich entstehen am Ende des Lebens eines sehr massereichen Sterns. In unserem Beispiel nehmen wir mal einen Stern mit ca. 30 Sonnenmassen. Das heißt, dieser Stern hier ist 30 mal so schwer wie unsere Sonne. Dann können wir uns recht sicher sein, dass daraus auch ein schwarzes Loch entstehen wird. Ja, wie passiert das und wann? Dafür müssen wir wissen, in einem Stern herrschen grundlegend zwei Kräfte. Einmal die Gravitation, das ist die Kraft, die die Masse auf sich selbst ausübt. Die Masse zieht sich selbst zusammen in Richtung des Massezentrums, also in Richtung des Kerns der Sonne. Und dieser Kraft entgegen wirkt eine andere Kraft, die aus dem Zentrum ausgeht, nämlich der Temperaturdruck. Dieser herrscht, da vor allem im Kern des Sterns Kernfusionsprozesse stattfinden. Sprich, es werden Atomkerne fusioniert und dabei wird Energie in Form von Hitze frei. Und diese Hitze wirkt eben einen Druck aus und führt dazu, dass der Stern sich ausbreitet. Und diese Ausbreitung wirkt der Gravitation entgegen. Das Besondere hierbei ist eben, dass diese Kräfte im Gleichgewicht stehen, was dazu führt, dass der Stern in einem stabilen Zustand ist. Ja, was passiert jetzt aber am Ende eines Sternlebens? Ja, irgendwann geht der Treibstoff aus.
im Kern bzw. später in den Schalen. Irgendwann gibt es eben nichts mehr, das fusioniert werden kann. Sprich, die Kernfusion bleibt aus, was dazu führt, dass der Stern sich abkühlt und der Temperaturdruck abnimmt. Dann herrscht kein Gleichgewicht mehr und die Gravitation überwiegt. Das passiert meistens sehr schlagartig und es kommt zu einem sehr schnellen Kollaps. Bei sehr massereichen Sternen kommt es bei diesem Kollaps auch noch zu einer Supernova. Die sieht sehr spektakulär aus und dabei wird der Großteil der Masse des Sterns in die Weiten des Alls hinausgeschleudert. Jetzt bleibt ein relativ kleiner Sternenrest übrig. Dieser Sternenrest ist extrem kompakt, der geht eigentlich nicht mehr dichter. Und hier ist jetzt ausschlaggebend, wie schwer dieser ist. Wenn der Sternenrest schwerer ist als 3 Sonnenmassen, dann entsteht zwangsläufig ein schwarzes Loch. Dann kann dieser Sternenrest sich nämlich nicht mehr davon aufhalten, noch weiter zu kollabieren. Der Gravitationsdruck ist so stark, dass er einfach nicht mehr aufzuhalten ist und der Stern zieht sich zu einem unendlich kleinen Punkt zusammen. Diesen Punkt nennt man Singularität. Zu diesem Punkt später mehr. So wurde aus einem massereichen Stern ein schwarzes Loch. Okay, schauen wir uns den Aufbau schwarzer Löcher an. Zuerst zeige ich euch, wie denn ein schwarzes Loch grundlegend aussieht. Was ich euch jetzt erzähle, gilt für jede Art von schwarzen Löchern. Okay, kommen wir zur Singularität, den Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Ja, die Singularität ist nur schwer vorstellbar. Hier befindet sich nämlich die gesamte Masse des schwarzen Lochs. Dabei ist bemerkenswert, in diesem Punkt hört unsere Wissenschaft auf zu funktionieren. Trotzdem sagt unsere Wissenschaft selbst diesen Punkt voraus, also die Singularität ist ein Widerspruch in sich und das ist ziemlich faszinierend. Denn hier prallen extreme Werte aufeinander. Der Punkt soll unendlich klein sein und eine unendlich hohe Dichte besitzen. Und das Vorhandensein dieser Unendlichkeiten macht diesen Punkt so paradox, weil in der uns bekannten Welt eigentlich keine Unendlichkeiten herrschen. Vor allem aber, dass solche starken Gegensätze existieren, ja, bereitet unserem Verständnis Schwierigkeiten. Hier treffen die Welten zum einen der Quantentheorie und zum anderen der Relativitätstheorie aufeinander. Das Kleine und das Große, das eigentlich nicht zusammenpasst, trifft hier aufeinander, wie es sonst nirgendwo geschieht, und das macht diese Singularität zu einem so besonderen Punkt. Da die Singularität so eine extrem hohe Dichte hat, herrscht hier auch eine unglaublich hohe Gravitationskraft. Diese Gravitationskraft ist so hoch, dass nichts der Singularität entkommen kann, was ihr zu nahe kommt. Nicht mal Licht. Und hier gibt es jetzt eine Grenzfläche. Diese Grenzfläche hier zeigt, ab wann Licht der Singularität nicht mehr entkommen kann. Wenn diese Fläche überschritten wird, kann nicht mal Licht der Singularität mehr entkommen. Und da nichts schneller sein kann als Licht, kann alles andere der Singularität ab hier spätestens auch nicht mehr entkommen. Das ist also der Point of No Return. Ich habe es hier den gnadenlosen Abgrund genannt. Ab hier kann wirklich jegliche Hoffnung verloren werden. Ja, und was befindet sich zwischen Singularität und Ereignishorizont? Man weiß es nicht. Also man kann es nicht genau wissen, da kein Licht aus dem Ereignishorizont rauskommen kann. Deshalb können auch keine Informationen über jegliches Geschehen hinter dem Ereignishorizont irgendwie zu uns gelangen. Es macht aber Sinn anzunehmen, dass eine absolute Leere herrscht, weil wir wissen, dass alles, was den Ereignishorizont überschreitet, hin zur Singularität gezogen wird. Also kann nach unserem Verständnis dazwischen eigentlich nicht viel existieren, aber man kann es eben nicht genau wissen. Man sieht hier schon, ein schwarzes Loch ist an sich ein recht simples Konstrukt. Mein nächster Punkt der grundlegenden Merkmale schwarzer Löcher behandelt die zwei verschiedenen Typen schwarze Löcher. Zum einen gibt es die stellaren schwarzen Löcher. Ja, deren Entstehung habe ich euch schon erklärt in meinem vorherigen Punkt. Eben wie gesagt, diese stellaren schwarzen Löcher entstehen am Ende des Lebens eines sehr massereichen Sterns. Ihre Masse bewegt sich im Bereich von 10 Sonnenmassen und der Radius ihres Ereignishorizonts bewegt sich im Bereich von 30 Kilometern. Der zweite Typ schwarzer Löcher, das sind die supermassereichen schwarzen Löchern. Hier ist das Besondere, man weiß nicht genau, wie sie sich bilden und warum. Wie der Name schon sagt,
sind diese schwarzen Löcher eben sehr massereich und deshalb auch extrem groß. Ihre Masse bewegt sich nämlich im Bereich von Millionen bis Milliarden Sonnenmassen und der durchschnittliche Radius des Ereignishorizonts beträgt astronomische Einheiten. Das ist der Abstand der Sonne zur Erde und dieser beträgt ungefähr 150 Millionen Kilometer. Was an diesen supermassereichen schwarzen Löchern sehr besonders ist, sie finden sich nur in Galaxiezentren, und zwar in so gut wie jedem Galaxiezentrum. Die stellaren schwarzen Löcher im Gegensatz dazu finden sich eigentlich überall, wo sich auch Sterne auffinden lassen. Auf die besondere Bedeutung der supermassereichen schwarzen Löcher nehme ich später nochmal Bezug. Jetzt befassen wir uns mit einem besonderen Teil der Merkmale schwarzer Löcher. Wir schauen uns nämlich das Keine-Haare-Theorem an. Ihr seht es hier schon eingeblendet. Das Theorem lautet, schwarze Löcher haben keine Haare. Das hört sich zwar ein bisschen grotesk an, aber ist wirklich so, wie es da steht, ein wissenschaftliches Theorem, das in den 1960er Jahren vom theoretischen Physiker John Archibald Wheeler aufgestellt wurde und es hat eine ziemlich zentrale Bedeutung für die schwarzen Löcher. Ja, wenn man diesen Satz hört, ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, sich vorzustellen, worum es denn eigentlich hier geht, aber es ist eigentlich ziemlich simpel. Es geht darum, dass egal welche Eigenschaften der Stern, der zu einem schwarzen Loch geworden ist, vor dem Kollaps hatte, der Zustand des schwarzen Lochs, das entsteht, hängt lediglich von 3 Werten ab. Diese Werte sind zum einen die Masse des schwarzen Lochs, der Drehimpuls und die Ladung. Auf diese einzelnen Werte und deren Bedeutung werde ich jetzt eingehen. Wobei ich aber gleich sagen kann, die Ladung wird normalerweise vernachlässigt, deswegen gehe ich darauf auch nicht ein. Normalerweise geht man davon aus, dass ein schwarzes Loch keine elektrische Ladung hat. Ja, man sieht, das sind wenig Merkmale, die ein schwarzes Loch haben kann. Es hat keine Frisuren oder keine weiteren Vergleichspunkte und mit diesem Theorem wurde versucht, das so anschaulich wie möglich darzustellen. Und ganz zentral ist eben, dass diese Informationen über den Stern einfach verloren gehen. Man weiß nicht, wie heiß die Oberfläche war, welche Elemente im Stern waren. Man weiß lediglich jetzt, wie schwer das schwarze Loch ist und wie schnell es sich dreht. Mehr weiß man nicht mehr. Und dieses Problem bereitet Wissenschaftlern große Schwierigkeiten unter dem Stichwort das Informationsparadoxon. Hier gebe ich euch auch gerne nochmal ein paar Quellen in der Videobeschreibung an, falls es euch interessiert. Also jetzt schauen wir uns die einzelnen Werte nochmal genauer an. Wir beginnen mit der Masse. Ja, bei der Masse gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Eigentlich gibt es nur ein relevantes Verhältnis. Und zur Demonstration lasse ich mal ein Space Shuttle in ein schwarzes Loch fliegen. Was passiert dann, wenn man genau hinschaut? Das schwarze Loch wurde etwas größer. Und das stellt eben das Verhältnis dar. Je höher die Masse eines schwarzen Lochs, desto größer ist auch der Ereignishorizont. In Realität würde so ein Space Shuttle natürlich nicht so viel ausmachen und den Radius eines schwarzen Lochs auf keinen Fall so bemerklich vergrößern, aber zur reinen Darstellung passt diese Animation gut. Ja, bei dem Drehimpuls wird es ein bisschen komplizierter. Hier seht ihr nochmal das Modell eines schwarzen Lochs, das ihr schon mal gesehen habt, dargestellt. Und dieses Modell beschreibt eigentlich alles Nötige, wenn das schwarze Loch sich nicht dreht. Wenn der Drehimpuls 0 beträgt, dann kann man das schwarze Loch genau so beschreiben. Schwarze Löcher ohne Drehimpuls werden die Schwarzschildlösung als schwarze Löcher genannt. Dieses Modell ist nämlich eine Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie und diese Lösung wurde von Karl Schwarzschild entdeckt. Deswegen nennt man sie Schwarzschildlösung. Jetzt ist es aber so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass jedes schwarze Loch einen gewissen Drehimpuls besitzt und eigentlich keine schwarzen Löcher ohne Drehimpuls vorkommen. Man geht also meistens davon aus, dass der Drehimpuls ungleich 0 ist. Und das macht einiges ein bisschen komplizierter. Wir gehen hier nicht sehr in die Tiefe, aber wir schneiden es ein bisschen an. Zuerst betrachten wir den Aspekt der Singularität. Die Singularität habe ich vorhin schon beschrieben als Punkt. Über diesen Punkt wird gesagt, dass er keine Dimensionen hat, er hat keine Maße und füllt auch keinen Raum aus. Und solch ein Punkt ohne Maße kann sich nach unserem Verständnis auch nicht drehen. Um eine Drehung durchführen zu können, muss aus der Punktsingularität eine Ringsingularität gemacht werden. Jetzt befindet sich die gesamte Masse also in einem Ring und dieser Ring hat laut den Berechnungen der Wissenschaftler keine Oberfläche. Das ist für uns schon wieder extrem surreal und das lässt sich auch nicht vorstellen.
Was sich noch verändert, ist der Radius des Ereignishorizonts. Dieser wird nämlich kleiner, je schneller sich das schwarze Loch dreht. Dieses sich drehende Modell eines schwarzen Lochs wird als die Kehrlösung eines schwarzen Lochs bezeichnet. Genau wie die Schwarzschildlösung ist auch dieses Modell eine Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. So kommen wir einem schwarzen Loch, wie wir es auch in der Natur vorfinden, schon etwas näher. Was jetzt auch noch dazu kommt, das ist die Akkretionsscheibe. Die Akkretionsscheibe ist eine Ansammlung aus Gas- und Staubpartikeln, die von dem schwarzen Loch angezogen werden und sich um das schwarze Loch drehen. Dabei erreichen die Partikel extrem hohe Geschwindigkeiten, was dazu führt, dass sie sehr heiß werden und deswegen glühen und Strahlung abgeben. Diese Akkretionsscheibe ist also sehr schnell und heiß und sie lässt uns schwarze Löcher auch leichter erkennen, da wir von diesen Akkretionsscheiben Strahlung empfangen und analysieren können. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Wir begeben uns nämlich auf eine Reise in ein schwarzes Loch. Bevor wir aber losgehen, müssen wir erstmal noch ein bisschen besser verstehen, wie das Ganze denn funktioniert. Dafür seht ihr hier eine Animation eines schwarzen Lochs, das sich vor einer Galaxie im Hintergrund befindet und diese Galaxie zieht hinter dem schwarzen Loch eben vorbei, wie ihr sehen könnt. Und hier lässt sich extrem schön erkennen, wie die Bahnen des Lichts gebeugt werden durch die hohe Gravitationswirkung des schwarzen Lochs. Die extrem hohe Dichte in der Singularität eben krümmt die Raumzeit so stark, dass selbst die Bahnen des Lichts sichtbar gekrümmt sind und deswegen erkennen wir diesen schönen Ring um das schwarze Loch. Genau, jetzt wissen wir besser, worauf wir uns bei einer Reise in ein schwarzes Loch einstellen müssen. Unseren ersten Anlauf machen wir bei einem stellaren schwarzen Loch, bei einem verhältnismäßig kleinen schwarzen Loch. Genau, wir stellen uns mal vor, wir sind dieser Astronaut hier und wir nähern uns langsam aber sicher dem schwarzen Loch. Die Animation habe ich kurz pausiert. Normalerweise würden wir natürlich nicht anhalten, aber an dieser Stelle kann ich euch nicht vorenthalten, was dieser Astronaut jetzt sehen würde. Je näher der Astronaut nämlich der Singularität kommt und dessen starken Gravitationswirkung, desto langsamer vergeht für den Astronauten die Zeit. Das heißt, wenn jemand diesen Astronauten von außen beobachten würde, würde dieser Beobachter keine wirkliche Bewegung sehen. Es würde so aussehen, als stünde der Astronaut still und sei einfach in der Zeit stecken geblieben. Für den Astronauten aber verändert sich überhaupt gar nichts, der erlebt seine Zeit ganz normal. Während aber dieser Astronaut da ein paar Minuten verbringt, vergehen auf der Erde mehrere hundert oder sogar tausend Jahre und alle Menschen, die er jemals auf der Erde gekannt hat, werden nach ein paar Minuten für ihn nicht mehr existent sein. Okay, weiter geht die Animation. Der Astronaut nähert sich wieder und was passiert jetzt? Kurz gesagt, der Astronaut oder wir in diesem Fall sind gestorben. Wir sind aber nicht normal gestorben, sondern wir wurden spaghettisiert. Das ist der gebräuchliche Ausdruck für diesen Todesfall. Nämlich war die Gravitationskraft an unseren Füßen so viel stärker als an unserem Kopf, dass dieser Unterschied dazu geführt hat, dass wir auseinandergezogen werden, bis wir extrem lang und extrem dünn wie eine Spaghetti sind. Wir wurden also spaghettisiert und sind leider nicht weit gekommen, bevor wir wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft gestorben sind. Da wir bei dem stellaren schwarzen Loch leider nicht so erfolgreich waren, versuchen wir es diesmal mit einem supermassereichen schwarzen Loch. Wir stellen uns wieder vor, wir sind dieser Astronaut hier und wir nähern uns wieder dem schwarzen Loch. So, jetzt befinden wir uns wieder am Rand des Ereignishorizonts. Hier gilt, bezogen auf die Zeit, das gleiche wie bei dem stellaren schwarzen Loch. Also wieder vergeht für den Astronauten die Zeit viel langsamer als für einen Beobachter, der sich außerhalb des schwarzen Lochs befindet. Okay, lassen wir die Animation weiterlaufen. Was ist passiert? Wir wurden auf jeden Fall nicht spaghettisiert. Das ist schon mal gut. Wir haben es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit überlebt, den Ereignishorizont zu durchqueren. Ja, und was danach passiert, das können wir, wie vorhin schon erwähnt, einfach nicht wissen. Die Informationen werden einem Beobachter von außen für immer verborgen bleiben.
Früher oder später wird man aber mit ziemlich großer Sicherheit sterben, denn je näher man der Singularität kommt, desto stärker wird der Effekt der Spaghettisierung nochmal und dann passiert wahrscheinlich irgendwann das gleiche wie auch bei dem stellaren schwarzen Loch. Also, um es kurz zu sagen, wenn wir in ein schwarzes Loch eintreten, werden wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später sterben. Nur passiert das bei einem sehr großen und schweren schwarzen Loch wahrscheinlich erst später als bei einem eher kleinen. Deswegen sollten wir darauf achten, dass wir eher in ein supermassereiches schwarzes Loch reisen als in ein stellares schwarzes Loch. So, und wie das Ganze genau aussehen könnte, das zeigt uns der Film Interstellar sehr gut. Aber aus urheberrechtlichen Gründen darf ich euch den Filmausschnitt, den ich euch gern zeigen würde, leider nicht vollständig zeigen. Ich darf den Anfang des Filmausschnitts zeigen und werde danach noch Screenshots einblenden und kommentieren. Den gesamten Filmausschnitt verlinke ich euch hier oben rechts in der Infobox. Spoilerwarnung: Schaut den Film vielleicht am besten zuerst selbst, bevor ihr euch den Filmausschnitt und die folgenden Screenshots anschaut. Ja, hier seht ihr das schwarze Loch Gargantua, das in dem Film Interstellar eine zentrale Rolle spielt. Und an diesem schwarzen Loch ist besonders, dass sehr viel Wert darauf gelegt wurde, es wissenschaftlich korrekt darzustellen und zu simulieren. Also werdet ihr wahrscheinlich keine Animation finden, die wissenschaftlich genauso akkurat ist wie diese hier. Alles, was ihr hier hell leuchten seht, das ist die Akkretionsscheibe. Ihr seht sie vor dem schwarzen Loch vorbeiziehen und aber auch anscheinend oben. Dieser obere Ring jedoch ist die Akkretionsscheibe, die hinter dem schwarzen Loch vorbeizieht. Wir sehen sie oberhalb des schwarzen Loches, weil die Bahn des Lichts aufgrund der hohen Gravitationskraft gekrümmt ist. Deshalb kann das Licht von hinter dem schwarzen Loch zu uns gelangen. Weiter geht's. Danach nähert sich das Schiff dem schwarzen Loch immer weiter und der Ereignishorizont rückt immer mehr in den Fokus. Was hier bemerkenswert ist, dass die Schwärze des schwarzen Lochs immer größer wird, wobei das Universum, das der Protagonist hinter sich lässt, immer zu einem kleineren Kreis wird, bis es irgendwann nur noch ein extrem kleiner Punkt ist. Zu diesem Zeitpunkt hat er eventuell schon den Ereignishorizont überquert, nur spürt er es nicht, weil das schwarze Loch Gargantua ein supermassereiches schwarzes Loch ist. Bei allem, das hinter dem Ereignishorizont passiert, übertreffen möglicherweise die Fiction-Aspekte die Science-Aspekte. Das liegt einfach daran, dass wir, wie wir mittlerweile schon wissen, keine Informationen von hinter dem Ereignishorizont empfangen können. Es lässt sich aber sagen, nichts, das in diesem Film passiert, ist wirklich weit hergeholt. Und wieso ich das sagen kann, das würde zu sehr in die Tiefe gehen, das erspare ich euch. Hier fliegt der Protagonist Cooper durch einen Schwarm von Lichtblitzen. Dabei schreit er vor Schmerzen. Wieso? Spaghettisierung. Er kommt der Singularität näher. Nachdem Cooper keine andere Wahl mehr hat, als sein Schiff per Schleudersitz zu verlassen, nähert er sich einem mysteriösen Ort, in dem 5 Dimensionen auf einen dreidimensionalen Raum projiziert werden. Der Film lohnt sich. Ja, das war der Filmausschnitt. Hier seht ihr das schwarze Loch von gerade eben nochmal in voller Pracht. Und hier kann man wirklich nochmal sehr schön die Akkretionsscheibe erkennen und auch wie die Bahnen des Lichts gekrümmt sind und wir die Akkretionsscheibe auch oberhalb und unterhalb des schwarzen Loches sehen. Jetzt habt ihr mit Sicherheit eine gute Vorstellung davon, was ihr erleben würdet, wenn ihr in ein schwarzes Loch reisen würdet. Jetzt ist es auch mal an der Zeit, uns von den Simulationen wegzubegeben und uns das erste richtige Foto eines schwarzen Loches anzuschauen. Hier ein kleines Easter Egg. Das schwarze Loch war die ganze Zeit im Hintergrund. Ihr habt die ganze Zeit schon drauf geschaut. Vielleicht hat es der ein oder andere bemerkt, vielleicht auch nicht. Ja, hier seht ihr das erste richtige Foto eines schwarzen Loches. Das wurde aufgenommen, indem 8 Radioteleskope zusammengeschlossen wurden. Und zusammen haben diese 8 Radioteleskope das Event Horizon Teleskop geschaffen. Es ist keine direkte Fotografie, sondern wir sehen Radiowellen, die in sichtbares Licht übersetzt wurden. Dieses schwarze Loch befindet sich im Zentrum der Galaxie Messier 87. Und hat einen Radius von 20 Millionen Kilometern und eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Es ist also ganz klar ein supermassereiches schwarzes Loch.
Und das müsst ihr euch mal vorstellen, dieses schwarze Loch ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Also diese Fotografie ist wirklich eine extrem beachtliche Leistung. Und was das Foto auch so besonders macht, alle Voraussagen, die auf theoretische Weise über schwarze Löcher getroffen wurden, werden hier bestätigt. Auch das Leben eines schwarzen Loches ist begrenzt. Das hat Stephen Hawking mit verschiedenen Kollegen vor gar nicht allzu langer Zeit herausgefunden. Wie kam es dazu? Ja, also bei Berechnungen und Überlegungen kamen er und sein Team einfach nicht daran vorbei, dass schwarze Löcher in irgendeiner Weise eine Temperatur haben müssen. Das stellt jedoch einen ganz klaren Widerspruch dar. Eigentlich geht man ja davon aus, dass nichts aus einem schwarzen Loch entweichen kann und deshalb auch keine Strahlung vorhanden sein kann, also kann keine Temperatur herrschen. Das hat sich Stephen Hawking und sein Team auch gedacht und beim Versuch, diesen Widerspruch zu lösen, sind sie auf ein Phänomen gestoßen, das erklärt, wie schwarze Löcher in gewisser Weise eine Temperatur haben können. Es geht nämlich um das Phänomen der Vakuumfluktuationen. Dieses Phänomen sagt aus, dass überall im Raum zu jeder Zeit gewisse Teilchen-Antiteilchen-Paare entstehen. Diese Paare entstehen aus dem Nichts, existieren dann für kurze Zeit und löschen sich danach direkt wieder aus. Das hört sich leicht widersprüchlich an, da ja eigentlich angenommen wird, dass nichts einfach so entstehen kann, aber hier ist es ein Spezialfall, da eben das Teilchen und das Antiteilchen zusammen ein Gleichgewicht bilden und kombiniert de facto nichts sind. Diese Teilchen-Antiteilchen-Paare entstehen immer und überall, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort und es wird sehr spannend, wenn man sich vorstellt, was passiert, wenn solche Vakuumfluktuationen am Rand eines Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs passieren. Man kann es sich vielleicht schon vorstellen, dann kann es vorkommen, dass ein Teilchen gnadenlos ins schwarze Loch fällt und nicht mehr rauskommen kann und das andere Teilchen kann entweichen. Wenn das passiert, dann scheint es so, als würde das schwarze Loch Teilchen bzw. Strahlung abgeben. Und diesen Effekt nennt man den Effekt der Hawking-Strahlung. Diese Hawking-Strahlung führt dazu, dass das schwarze Loch allmählich Masse verliert. Schwarze Löcher verdampfen also allmählich. Dieser Prozess ist jedoch extrem langwierig und das Besondere, je kleiner ein schwarzes Loch ist, desto stärker strahlt es. Deswegen kam man zu der Annahme, dass am Ende des Lebens eines schwarzen Lochs es zu einer gewaltigen Explosion kommt. Das konnte man jedoch noch nicht beobachten, da das Universum schlichtweg zu jung ist. Wir kommen zu meinem letzten Punkt. Ihr habt es fast geschafft. Am Ende schauen wir uns aber noch einmal kurz die Bedeutung schwarzer Löcher an. Ich beginne mit der besonderen Bedeutung der supermassereichen schwarzen Löcher, beziehungsweise der Quasare. Wie schon erwähnt, was an ihnen so besonders ist, sie befinden sich im Zentrum einer jeden Galaxie und sonst nirgendwo. Es scheint also, als wären supermassereiche schwarze Löcher ein Kernelement einer jeden Galaxie. Man weiß nicht, wie diese entstehen und deshalb geht man davon aus, dass sie in der Bildung von Galaxien eine große Rolle spielen. Daraus könnte sich ergeben, ohne schwarze Löcher keine Galaxien, ohne Galaxien keine Sonnensysteme, wie wir sie kennen, und dann gäbe es uns auch nicht. Noch interessanter wird es, wenn man einen weiteren Begriff dazu nimmt, nämlich den Begriff der Quasare. So nennt man ein supermassereiches schwarzes Loch, wenn es aktiv ist. Das ist der Fall, wenn die Akkretionsscheibe zu einem extrem hellen und starken Jet gebündelt wird. Diese Jets sind wirklich extrem stark. Man kann es hier auf einem Bild sehen. Das ist übrigens das schwarze Loch, das ihr hier auch im Hintergrund seht, in der Galaxie Messier 87. Hier kann man den Jet gut erkennen, der mehrere Lichtjahre in das All weit hinaus reicht. Das ist zum einen extrem interessant, zum anderen haben Quasare eine wichtige Bedeutung in der Forschung. Sie sind nämlich der Grund, weshalb man weiß, dass das Universum sich ausbreitet. Hier das Stichwort Rotverschiebung. Zu guter Letzt ein kleiner philosophischer Ausblick auf die Zukunft der Forschung rund um das Thema schwarze Löcher. Also schwarze Löcher sind einfach faszinierend, sie sind widersprüchlich, paradox, extrem und
widersprechen so gut wie allem, das wir von unserer Welt bis jetzt kennen. Das liegt vor allem daran, dass hier verschiedene Extrema aufeinandertreffen. Wir haben zum einen den anscheinend unendlich kleinen Punkt im Zentrum des Schwarzen Loches, die Singularität, zum anderen die wohl unendlich hohe Dichte im Zentrum und das unglaubliche Ausmaß eines supermassereichen Schwarzen Loches. Hier treffen, wie schon vorhin erwähnt, die Quantentheorie und die Relativitätstheorie aufeinander und das passiert sonst nirgendwo und genau das macht schwarze Löcher zu einem so interessanten Forschungsobjekt. Schwarze Löcher haben uns schon viel über unsere Welt beigebracht und werden das mit Sicherheit in Zukunft auch noch einige Male tun. Deshalb verfolgt die Forschung um schwarze Löcher, seid neugierig und denkt vielleicht ab und zu nachts, wenn ihr mal in den Himmel schaut, an die vielen Informationen, die ich euch hier gegeben habe. Vielen Dank fürs Zuschauen, dafür, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt und könnt viel aus diesen 30 Minuten mitnehmen. Gleich kommen noch meine Quellen. Schaut unbedingt auch nochmal in die Videobeschreibung und schreibt mir gerne einen Kommentar, falls es Fragen gibt oder jegliche Anmerkungen. Ich versuche alles zu beantworten. Tschüss.